Mein Name ist Franco Corelli. Buonasera, Signore e Signori. Ich freue mich, Sie hier zu treffen und dass ich ein wenig Zeit habe, mit Ihnen zu plaudern. Natürlich hätte unsere Begegnung auch in Wien oder London, Paris, Berlin oder New York, in Salzburg oder Rom sein können, in Mailand oder in der Arena von Verona. Denn ich habe das Glück, die großen Tenorpartien des italienischen und auch französischen Opernrepertoires an allen großen Opernhäusern und zusammen mit allen großen Opernstars der Welt singen zu dürfen. Das ist der wunderbare Inhalt meines Lebens. Wenn ich nicht gerade wie jetzt nach einem Präsent für meine Frau suche. Tja, und außer ihr liebe ich auch noch schöne, schnelle Autos. Welcher Italiener täte das nicht? So ein kleiner Nuvolari steckt in jedem von uns. Wollen Sie mitkommen? Was soll ich Ihnen noch von mir erzählen? Dass ich meinen herrlichen Beruf und die Musik sehr liebe, das können Sie sich doch denken. Aber mein geheimer Wunschtraum ist, ein begabter Maler zu sein. Und weil dazu meine Begabung nicht ausreicht, kompensiere ich diesen Traum damit, dass ich leidenschaftlich gern fotografiere. Malen darf ich eigentlich nur als Cavaradossi im ersten Akt der Tosca. Lassen Sie sich von dem Schein nicht täuschen. Sänger zu sein ist ein harter Beruf, der viel Arbeit und ganzen Einsatz erfordert. Sonst erreicht man nie sein Ziel. Doch wer könnte von sich sagen, dass er es erreicht hätte? Ich bin Italiener, geboren in Ancona an der Adria. Und liebe, wenn ich Zeit dazu habe, Geselligkeit und meinen Freundeskreis. Und das sind meine neuesten Fotos von der letzten Tournee. Wenn ich unterwegs bin, mag ich nie auf unsere italienischen Spezialitäten verzichten. Und deshalb muss mir Loretta, meine Frau, überall in der Welt Spaghetti und Tagliatelle und Lasagne und was es da alles an Wunderbaren gibt, kochen. Zum Ausgleich treibe ich viel Sport. Ich war sogar einmal ein ganz bekannter Leistungsschwimmer. Natürlich habe ich Fotos von allen wichtigen Stationen meines Lebens. Das ist meine Heimatstadt. Und hier in Florenz habe ich beim Maggio Musicale den Gesangswettbewerb 1951 gewonnen. Daraufhin wurde ich zum Gesangswettbewerb nach Spoleto eingeladen. Debütierte 1952 als Don José in Carmen. 1953 engagierte mich Maestro San Paoli an die Opera di Roma. Und ein Jahr darauf sang ich an der Scala di Milano. Damit stand mir die Welt der Oper offen. Aber bei meinen vielen Schallplattenaufnahmen und Konzerten habe ich nie das italienische Volkslied vergessen. Eigentlich habe ich nie Gesang studiert. Ich habe meine Stimme selbst geschult. Bei uns in den Marken, so heißt unsere Provinz, kann man einfach singen. Renata Tebaldi, Cesare Siepi, Mario del Monaco, Beniamino Gigli stammen auch aus den Marken. Aber das heißt nicht, dass ich nicht viel übe und studiere. Was nützt es, wenn man von mir sagt, ich hätte den Gipfel meiner Karriere erreicht und gehörte zu den gesuchtesten Tenören der Welt? Solche Lobsprüche muss man sich durch Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit täglich aufs Neue verdienen. Ich habe mir zu Hause in Mailand ein richtiges Tonstudio eingerichtet. Hier höre und studiere ich meine großen Vorbilder, nicht um sie zu imitieren, sondern damit sie mich zu eigener Vollendung inspirieren. Ja, man muss als Sänger viel arbeiten, auch wenn einem Gott das Geschenk einer schönen Stimme gemacht hat. Darf ich mich mit diesen 2 Aufnahmen von Ihnen verabschieden? Aufnahmen aus Ein Maskenball und aus dem Requiem von Verdi.